Die afrikanische Savanne erstreckte sich im fahlen Sonnenlicht, eine sanfte Brise rauschte durch das stille, trockene Gras. Nach einer harten Jagdsaison war die Löwin gestorben und hatte den Löwen und sein Junges zurückgelassen. Von diesem Moment an war der Löwe der einzige Halt in der rauen Wildnis und beschützte und nährte sein Junges. Vater und Junges schritten langsam über die weite Graslandschaft, das Junge stets dicht an den Füßen des Löwen. Die ersten Tage vergingen in ständiger Wachsamkeit. Der Löwe hielt immer wieder inne, um jede Bewegung in seiner Umgebung zu beobachten. Er verlangsamte bewusst sein Jagdtempo und versuchte, seinen Rhythmus so anzupassen, dass das Junge nicht zurückblieb. Nach einiger Zeit bildete sich eine kleine Beule im Gesicht des Jungen, das erste Anzeichen einer Auffälligkeit. Zunächst hielt der Löwe sie für eine vorübergehende Verletzung von einer Kollision in der Savanne. Doch die Beule wuchs von Tag zu Tag und entstellte allmählich das zarte Gesicht des Jungen. Das Junge begann weniger zu fressen, seine Schritte wurden merklich schwerer und langsamer. Nachts hallten schwache Wimmerlaute wieder und zerrissen die vertraute Stille der Savanne. Der Vaterinstinkt ließ den Löwen spüren, dass eine große Gefahr das Leben seines Jungen bedrohte. Das Junge wurde schnell schwach und nicht mehr stark genug, um mit seinem Vater auf den immer länger werdenden Jagdausflügen Schritt zu halten. An einem brütend heißen Mittag brach der kleine Körper plötzlich zusammen, unfähig, sich selbst aufzurichten. Es lag regungslos auf dem glühend heißen Boden und atmete schwer in der trockenen Luft. Das Essen stand direkt vor ihnen, wurde aber nicht angerührt, und auch an Wasser kam niemand mehr heran. Der heftige Schmerz ließ das Löwenjunge verzweifelt wimmern. Der Löwe umkreiste sein Junges, bereit, jede Bedrohung abzuwehren, die sich näherte. Er hielt Wache, seine Augen folgten aufmerksam jedem schwachen Atemzug. Zum ersten Mal spiegelte sich die Angst, sein Junges zu verlieren, im Blick des Herrschers der Savanne. In diesem Moment der Verzweiflung tauchten plötzlich Erinnerungen an seine Kindheit in der halbwilden Umgebung mit Menschen auf. Der Löwe erinnerte sich an die Hände, die ihn vor Jahren gepflegt, geheilt und beschützt hatten. Er drehte den Kopf und blickte auf das Löwenjunge, das regungslos im trockenen Gras lag. Seine Augen verrieten Zögern. Nach einem kurzen Moment traf es eine Entscheidung, die es noch nie in seinem Leben getroffen hatte. Der Löwe drehte sich um und rannte auf den Feldweg zu, der aus der Graslandschaft hinausführte. In der gleißenden Mittagssonne tauchte plötzlich ein Rangerfahrzeug vor ihm auf. Der Löwe stand vor dem Auto, knurrte nicht und zeigte keinerlei Aggression. Es blickte zur Hütte hinauf, und sein flehender Blick ließ die beiden Ranger das vertraute peilsende Armband erkennen. Daniel und Samuel stiegen sofort aus dem Wagen. Ihre Blicke waren angespannt, als sie den vertrauten Löwen erblickten. Beide erkannten, dass es sich um dasselbe Tier handelte, das sie vor vielen Jahren in dem halbwilden Gehege betreut hatten. Ohne zu zögern beschlossen die beiden Ranger, dem Löwenmännchen tiefer ins Grasland zu folgen. Der Löwe drehte immer wieder den Kopf zurück, als wolle er sie zum schnelleren Gehen auffordern. Nach kurzer Strecke blieb es neben einem Fleckchen niedrigem Gras stehen. Der Anblick, der sich ihnen bot, verschlug Daniel und Samuel die Sprache. Das Löwenjunge lag regungslos da, sein Gesicht fast vollständig von einem großen Tumor bedeckt. Es atmete schwach, sein kleiner Körper zitterte leicht vor Schmerzen. Der Löwe trat schweigend beiseite und machte den Menschen Platz, um sich seinem Jungen zu nähern. Samuel öffnete schnell den Erste-Hilfe-Kasten an seiner Hüfte. Daniel spritzte dem Jungen vorsichtig das Schmerzmittel. Das Wimmern verstummte, und zum ersten Mal seit Tagen keimte Hoffnung auf. Mit der Hilfe der beiden Ranger wurde das Junge auf eine Trage gelegt. Der Löwe folgte dem Fahrzeug dicht auf den Fersen, seine Augen fest auf den kleinen Körper gerichtet. Sie brachten beide schnell zur nächsten Rangerstation. Der Löwe wurde in ein großes, sicheres und ruhiges Gehege geführt. Das Junge wurde sofort in kritischem Zustand in die Tierklinik gebracht. Die Ärzte verabreichten die Narkose unter strenger Überwachung der Vitalfunktionen. Die Operation begann in einer Atmosphäre höchster Anspannung. Der Tumor wurde Schritt für Schritt mit größter Sorgfalt und Konzentration entfernt. Die Blutung wurde gestillt und die Atmung ständig überwacht.
Die Zeit schien in bedrückender Stille zu vergehen. Schließlich war der Tumor vollständig aus dem Gesicht des Löwenjungen entfernt. Der Schnitt wurde sorgfältig vernäht und verbunden, obwohl das Junge noch immer bewusstlos war. Im Dämmerlicht der Rangerstation wurde das Junge zurück in sein Gehege neben den Löwen gebracht. Sein Körper war regungslos, aber seine Atmung war regelmäßiger und stabiler als zuvor. Der Löwe lag eng an seinem Jungen und schlief die ganze lange Nacht kaum. Als man ihm Futter hinstellte, fraß er langsam, wich aber nicht von seiner Seite. Die Nacht senkte sich in ungewöhnlicher Stille über die Rangerstation. Der Löwe legte seinen Kopf instinktiv beschützend an den Körper des Jungen. Jede noch so kleine Bewegung entging ihm nicht. Zum ersten Mal seit vielen Tagen kehrte ein zarter Frieden zurück. Am nächsten Morgen öffnete das Löwenjunge nach einem langen, anstrengenden Schlaf langsam die Augen. Sein Blick war schwach, doch er verriet die Rückkehr des Lebens. Vater und Junges wurden in ein geräumigeres, naturnahes Gehege gebracht. Schon am zweiten Tag gab es regelmäßig weiches Futter und sauberes Wasser. Das Löwenjunge begann vorsichtig aufzustehen. Es machte langsame Schritte neben dem Löwen. Leises Knurren war zu hören, ein deutliches Zeichen seiner Genesung. 2 Wochen vergingen, und die Wunden des Jungen waren vollständig verheilt. Die Verbände wurden entfernt, und sein Gesicht erholte sich allmählich. Vater und Junges wurden in ein Transportfahrzeug verladen und zurück auf ihre alte Weide gebracht. Die vertraute Landschaft breitete sich im sanften Sonnenlicht aus. Die Käfigtür öffnete sich langsam in der Stille. Die beiden Löwen traten heraus und kehrten in die Weite der Wildnis zurück.